Was macht ihr da eigentlich? Wie nennt man das? Das kennt ihr sicherlich alle. Ihr seid irgendwo in der Öffentlichkeit, geht eurem Hobby nach mit Schwert und jemand fragt euch, was ihr da eigentlich tut. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich möchte euch heute etwas erklären. Was ist eigentlich historisches Fechten aus meiner Sicht etwas fachlicher? Ja, wenn wir von historischem Fechten sprechen, dann haben wir einen Eigennamen, der grundsätzlich aus zwei Worten besteht, einmal dem historischen und dem Fechten. Ich möchte euch im Folgenden etwas genauer aus meiner Sicht das historische Fechten erklären, wie ich es sehe, aus einer etwas fachlicheren Sicht als Historiker, indem ich wirklich eher erstmal auf die Begrifflichkeit selbst eingehe, das Wort zergliedere in historisch und Fechten und danach meine persönlichen Ziele etwas erläutere, die ich im historischen Fechten habe, die sich über die vielen Jahre auch immer mal wieder gewandelt haben. Und vielleicht kann ich euch etwas dabei helfen, eure eigene Annäherung an den Begriff des historischen Fechtens zu finden. Das Wort historisches Fechten als Eigennamen besteht, wie gesagt, aus zwei Worten, dem historischen und dem Fechten. Und ich möchte mich nun zuerst dem Historischen widmen. Historisch ist gleichzusetzen heute mit dem modernen Wort Geschichte. Und was ist jetzt eigentlich Geschichte? Allgemein bezeichnet Geschichte Geschehnisse und Personen, Dinge und Taten in der Vergangenheit. Das ist der moderne allgemeine Gebrauch von dem Wort Geschichte. Geschichte kommt vom lateinisch-griechischen Historia. Historia bezog sich in der Antike auf zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen konnte Historia sich beziehen auf die res gestae, also einfach auf Dinge und Taten in der Vergangenheit. Der zweite Bezug, den der Begriff Historia hatte, das waren die Historia rerum gestarum, also am Ende einfach nur die Erzählung der geschehenen Taten und Dinge. Und das sind eigentlich auch so die zwei Herleitungen des Begriffs Geschichte, den wir heute nutzen. Also Historia grundsätzlich erstens die geschehenen Taten und Dinge und zweitens die Erzählung von den geschehenen Taten und Dingen. Das Wichtigste, was wir hierbei verstehen müssen, ist der Bezug von Geschichte, Vergangenheit und Gegenwart. Wenn wir historisch arbeiten, dann beziehen wir uns auf Gegenstände, also Taten, Dinge und Personen aus der Vergangenheit. Wichtig ist dabei aber zu verstehen, Geschichte ist nicht gleich die Vergangenheit. Geschichte und historisches Arbeiten finden in der Gegenwart statt, im Jetzt. Das heißt, wir arbeiten ja jetzt über die Vergangenheit und als Medium zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart dienen uns Überreste, sogenannte Quellen. Die sind quasi der Mittler, der uns die Informationen aus der Vergangenheit in der Gegenwart gibt. Denn auch die Quellen sind ja in der Gegenwart noch da. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, ist eigentlich ein wichtiger Punkt, um auch die Idee von historischem Fechten eventuell etwas näher verstehen zu können und auch etwas lockerer mit dem ganzen Thema vielleicht umgehen zu können. Wir sammeln also unsere Informationen als Historiker oder Forscher aus Überresten, aus Quellen. Und das Wichtige dabei ist auch, dass Quellen nicht grundsätzlich nur Schriftquellen sind. Auch da sind ja unterschiedlichste Aussagen im Internet aktuell zu finden. Fachlich gesehen sind viele davon aber einfach falsch. Richtig ist, dass Quellen sowohl Schriftquellen sein können, als auch jegliche andere Form von Überresten, die uns Informationen über die Vergangenheit geben. Das können also auch Baureste sein, erhaltene Gegenstände oder eben auch andere Formen von archäologischen Funden. Bilder, Wandteppiche, was einem da alles so einfällt. Wandteppich auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel der Teppich von Bayeux zur Eroberung Großbritanniens, Englands.
durch Wilhelm den Eroberer. Ja, also nur mal als ein Beispiel. Quellen können also wirklich sehr vieles sein. Und ja, Schriftquellen sind für den Historiker eine wichtige Quellenart, aber nicht die einzige. Wenn wir also jetzt festgestellt haben, dass Vergangenheit und Geschichte nicht identisch sind, dass wir Quellen haben, die Informationen aus der Vergangenheit für uns Historiker geben, dann können wir jetzt mal auf das Beispiel historisches Fechten schauen. Wenn wir also historisch im Fechten nehmen, beziehen wir uns also auf das Fechten, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und wenn wir uns heute in der Gegenwart damit beschäftigen, dann haben wir Quellen, die uns Informationen zu diesem Fechten in der Vergangenheit geben. Wichtig ist aber, dass unser Fechten nicht historisch ist, denn es ist in der Gegenwart. Wir haben also, ja, auch wenn manche den Begriff vielleicht nicht mögen, ein gegenwärtiges oder auch modernes Fechten. Denn unser Fechten findet im Hier und im Jetzt statt. Man kann also zusammenfassend sagen, wir entwerfen uns in der Gegenwart über die Quellen, über die Informationen, die wir haben, ein Bild der Geschichte. Und dieses Bild der Geschichte wiederum ist aber eben nicht die Vergangenheit, sondern es ist nur eine Annäherung an die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist geschehen und wir können nie zu 100% sagen, wie genau sie ausgesehen hat, sondern wir können uns eben nur annähern. Ein schönes Zitat dazu finden wir auch wiederum bei Stefan Jordans Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft. Stefan Jordan sagt, wir entwickeln eine Vorstellung davon, wie die Vergangenheit gewesen sein könnte. Und dieses könnte ist für uns extrem wichtig. Und ich finde auch insgesamt hilft uns diese Idee, den Begriff des historischen Fechtens an sich einfach auf eine wissenschaftliche Art und Weise vielleicht auch näher zu kommen und manche Kritikpunkte an dem Begriff vielleicht auch etwas zu entschärfen, indem man wirklich sagt, man versucht sich an etwas anzunähern und nicht die Vergangenheit, das vergangene Fechten zu sein, sondern wir leben im Hier und Jetzt, in der Gegenwart und entwerfen unser Bild der Vergangenheit, wie sie gewesen sein könnte, anhand der Quellen, die wir haben. Das zweite Wort im historischen Fechten ist Fechten und es mag vielleicht einige verwundern, dass ich auch den Begriff noch mal etwas näher erläutern möchte. Ja, Fechten in unserem heutigen Sprachgebrauch, allgemein in der Bevölkerung, meint natürlich das moderne Fechten im Sinne des olympischen Fechtens mit Säbel, und Florett. Ich denke, das ist so der allgemeine Sprachgebrauch seit einigen Jahrzehnten für Fechten. Früher war das sehr anders und die Wurzeln des Begriffs Fechten sind gar nicht so einfach zu finden und es gibt auch gar nicht große Forschungen zu diesem Begriff bisher, zumindest im sprachlichen Bereich auch nicht. Ich persönlich habe mir als Recherche für diesen Beitrag und auch den dazugehörigen Blogartikel auch einige höfische Literatur des 12. und 12. bis 15. Jahrhunderts eigentlich angeschaut in verschiedenen Handschriftenkopien und konnte den Begriff Fechten tatsächlich erst sehr spät ausmachen. Also fernab von den Fechtbüchern habe ich ihn eigentlich erst im 14. und 15. Jahrhundert gefunden. Viel älter ist der Begriff des Schirmens, also sozusagen der Selbstverteidigung. Und noch älter und auch mehr gebraucht ist der Begriff des Kämpfens. Wie genau diese Begriffe jetzt zusammenhängen, möchte ich gar nicht so erläutern hier. Mir ist es nur wichtig, darauf einzugehen, dass wir einen Begriff nutzen, der so in den Fechtbüchern zu finden ist, also in den historischen Quellen um die Fechtkunst des Spätmittelalters. Und dass dieser Begriff anscheinend eine etwas herausgehobene und besondere Bedeutung gehabt haben muss. Wir haben aber eine sehr starke Trennung anscheinend auch zwischen den Begriffen Schirmen, Fechten und Kämpfen. Aber das wird wohl eher ein Thema für einen extra Beitrag sein. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass der Begriff Fechten seit dem Spätmittelalter, seit dem ausgehenden Spätmittelalter im deutschen Sprachgebrauch, an Oberhand gewinnt
auch wenn die Fechtmeister eben damals noch hauptsächlich Schirmmeister heißen, was auch wieder ein Zeichen für den älteren Gebrauch des Wortes Schirmen ist, so hat sich doch Fechten als Oberbegriff für die Kunst, mit Klingenwaffen umgehen zu können, durchgesetzt. Und im 19. Jahrhundert bei dem Fecht-, Box- und Turnmeister Jakob Happel findet man eine Gliederung der Fechtkunst, die alles einbezieht. Das heißt, unter der Überschrift Fechtkunst finden wir quasi das Ringen, das Boxen, das Fechten mit Geräten wie Stab, Stock, Säbel, Florett und dann eben aber auch das Fechten mit Gewehr und Bajonett. Das heißt, Fechten ist im 19. Jahrhundert zum Beispiel für den Meister Jakob Happel ein Oberbegriff für alles, was mit Kämpfen zu tun hat. Das wäre auch eine logische Erklärung. Englische Sprachverwandtschaft, Fechten, Fight, Kämpfen. Einfach ein anderes Wort dafür. Aber wie gesagt, die Ursprünge des Wortes sind bisher noch nicht geklärt. Was ist jetzt also historisches Fechten? Ja, wie gesagt, es setzt sich aus 2 Worten zusammen und für mich persönlich bedeutet das, dass historisches Fechten erstmal an sich ein Eigenname ist. Historisch wird groß geschrieben, also ein Eigenname, historisches Fechten. Würden wir es klein schreiben, wäre es das historische Fechten, also das Fechten in der Vergangenheit, quasi das Vergangenfechten. Unser historisches Fechten als Eigenname aber meint ein Fechten, das wir in der Gegenwart ausführen. Es kann also nicht das Fechten der Vergangenheit sein. Und das Besondere daran ist, dass wir unser Fechten auf Basis von Quellen, von Informationen erarbeiten, die mit dem Fechten der Vergangenheit in Verbindung stehen. Und dann haben wir wieder diese Abhängigkeit, die ich vorhin bei dem Historischen, bei der Geschichte erklärt habe. Ein Fechten in der Vergangenheit, ein Fechten in der Zukunft, beziehungsweise in der Gegenwart. Ich hoffe, wir werden es in der Zukunft auch noch machen. Und wir haben in der Mitte die Quelle oder die Quellen. Das sind die Fechtbücher, die Schwerter, Bilder, alles, was wir an Informationen durch Quellen erlangen können, die verschiedenen Quellengattungen. Und anhand dieser Informationen fechten wir. Und das ist unser historisches Fechten. Es ist eine Annäherung, wie ich das vorhin ja erklärt habe, an das Fechten der Vergangenheit. Es wird aber nie das Fechten der Vergangenheit sein, denn die Vergangenheit ist nun mal abgelaufen und wir können nie zu 100% genauso fechten wie damals, weil wir es auch einfach nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Das muss uns einfach klar sein. Und das ist doch auch was Gutes für uns. Wir brauchen uns gar nicht so viel darüber streiten. Die Frage ist eher, wie gut wir mit den Informationen, die wir haben, fachlich ordentlich umgehen können. Das heißt, am Ende sind wir alle kleine Historiker, die mit Quellen arbeiten. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, das Ganze auf eine etwas wissenschaftliche Art und Weise oder zumindest mit der Denkweise von Historikern zum Bereich Geschichte zu erklären. Also historisches Fechten, aus meiner Sicht, Fechten in der Gegenwart mit Bezug zum Fechten der Vergangenheit und die Quellen sind unsere Informationen. Was bedeutet jetzt historisches Fechten für mich ganz persönlich? Ich finde es gut, der Begriff der Annäherung hilft uns vor allem dahin, dass wir nicht von Rekonstruktion oder Ähnlichem sprechen. Denn jeder hat ja andere Ziele, die er mit dem historischen Fechten verwirklichen möchte. Der eine möchte vielleicht einfach nur einen Sport haben, mit dem er sich bewegt. Der nächste möchte das Fechten der Vergangenheit so nah wie möglich kennenlernen und sich vielleicht wirklich sehr stark daran annähern. Und der nächste möchte einfach nur einen Wettkampfsport haben mit einem historischen Stil, möchte ich das jetzt mal nennen. Ja, also so hat jeder seine Ideen. Wie ist jetzt meine Idee dahinter? Früher, also so vor 15, 16, 17 Jahren, als ich noch recht jung in der Szene war oder sehr wenig noch gefochten hatte, war ich auch sehr viel im Reenactment-Bereich tätig und war auch sehr geprägt davon, so authentisch wie möglich zu fechten. Heute habe ich dazu eine etwas andere Sichtweise. Ich persönlich möchte der
bestmögliche Fechter sein, der ich sein kann. Also das, was einfach in meinem Rahmen meines Lebens irgendwo möglich ist, natürlich auch als Trainer. Und das möchte ich mit den Waffengattungen sein, die mich interessieren. Kurze Wehren, das lange Schwert, Rapier, Säbel. Es gibt sehr viele Waffen, die mich einfach interessieren, mit denen ich einfach ein guter Fechter sein möchte. Und dazu bediene ich mich des Wissens vergangener Zeiten. Das heißt, ich möchte das Wissen von Talhofer, von Fechtern in der Lichtenauer Tradition, von vielleicht einem Luigi Barbasetti zum Säbelfechten. Ich möchte dieses Wissen, was sie hatten und uns hinterlassen haben, nutzen, um mein persönliches Fechten auf das bestmögliche Level zu bringen. Bei mir persönlich ist das sehr unterschiedlich. Ich habe viele Ziele mit dem historischen Fechten. Ein Aspekt ist natürlich auch irgendwo eine gewisse körperliche Fitness zu behalten. Thema Fitness komme ich vielleicht noch mal ein anderen Mal zu. Das möchte ich jetzt nicht zu stark ausdehnen. Für mich steht natürlich viel Spaß im Vordergrund. Das Arbeiten mit historischen Quellen als Historiker macht einem das natürlich sowieso sehr viel Spaß. In gewisser Weise auch eine möglichst große Annäherung an das, was in den Fechtbüchern drin steht. Aber ich möchte kein Talhofer sein, ich möchte kein Lichtenauer sein, ich möchte kein Luigi Barbasetti sein, sondern ich möchte Paul Becker sein. Ich möchte ich sein und ich möchte mich weiterentwickeln. Das heißt, ich möchte sowohl das alte Wissen nutzen, aber auch jegliches anderes Wissen mit einbeziehen, was ich heute in der Gegenwart erlangen kann. Und auch bisher schon erlangt habe über viele Bereiche meines Lebens, meines Berufslebens, vielleicht als Offizier zum Beispiel, als Ausbilder, als Coach, als Trainer, als Historiker. All das Wissen, was ich erlangt habe, zum Beispiel auch als Nahkampfausbilder, als Schießlehrer, das möchte ich natürlich nutzen, um mich persönlich auch weiterzuentwickeln und natürlich auch als Trainer und Lehrer anderen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Ja, das ist das Ziel, was ich im historischen Fechten habe. Und mir ist dabei wichtig, wenn es um Annäherung geht, wir können nicht Talhofer sein, wir können nicht Lichtenauer sein. Und ich persönlich, gerade als ich sehr viel jünger war, hatte halt schon so diesen Wunsch, dieses Idol Talhofer und Lichtenauer, diese Idole so nah wie möglich wie die zu sein. Und ich denke, das ist auch ganz normal. Das macht jeder, der irgendwo mal ausgebildet wird, mit. Er hat einen Ausbilder, er hat eine Autoritätsperson, die ihm imponiert, die er als Vorbild sieht und möchte sich an dieser erstmal orientieren. Und irgendwann kommt man an einem Level, wo man aber feststellt, ja, ich bin aber ich und ich möchte mich selber entwickeln. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der Entwicklung eines jeden Menschen und hier auch eines jeden Fechters. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt so sein wie Talhofer und Lichtenauer, macht das. Wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ich möchte ich sein, ist das auch okay. Am Ende muss jeder mit dem historischen Fechten das machen, was ihm Spaß macht und wo er hin möchte. Und dazu müsst ihr euch eurer Ziele einfach nur bewusst werden. Also überlegt, wie ihr euer historisches Fechten gestalten wollt. Und ja, kommt gern in die Diskussion, schreibt Kommentare. Ich möchte euch nochmal die Bücher zeigen. Es gibt unendlich, also unendlich ist natürlich immer übertrieben, aber es gibt eben sehr viel wissenschaftliche Lektüre, logischerweise zum Thema Arbeiten mit Quellen, historisches Arbeiten, Methoden der Geschichtswissenschaft. Ich zeige hier nochmal das Buch vom Stefan Jordan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft. Das ist auch ein Buch, was ich immer meinen Studenten empfehle. Das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Da kostet auch nicht viel, ich glaube 15 € oder so. Legt euch das zu, wenn ihr Interesse an Quellenarbeit habt, an wissenschaftlichem Arbeiten, am historischen Arbeiten. Und im Bereich Quellen, ja, quasi das Standardwerk schlechthin seit vielen, vielen Jahren, Ahasver van Brandt, Werkzeuge des Historikers. Hier findet ihr alles über Quellen, Hilfswissenschaften, alles, was man als Historiker so an Themengebieten für das Arbeiten des Historikers braucht. Und steht auf jeden Fall bei jedem Historiker irgendwo in der Schrankwand. Also, das sind so noch meine Literaturempfehlungen am Ende. Schaut gern unten in die Beschreibung des Videos. Dort findet ihr auch nochmal den Link zum Blogartikel.
Den kann ich natürlich auch immer mal wieder ein bisschen aktualisieren, also wenn ihr noch Ideen und Fragen habt. Und schreibt mir gerne, was euch noch für Themen interessieren, ob als Historiker, als Fechtlehrer, als Fechter. Gerne probiere ich euch zu antworten. Ich habe übrigens auch eine neue Kamera ausprobiert und bin gespannt, ob ja, und wie das Ganze natürlich jetzt auch am Ende aussieht und wie auch euer Feedback dazu ist. Also bleibt gesund, ich hoffe, wir fechten bald alle wieder zusammen und bis bald. Euer Paul von Immotu.